Ja Leute, da habe ich wieder einen tollen Waldsee, eine von den vielen bei uns in der Nähe entdeckt. Es ist wunderschön und das wirkt fast ein bisschen unwirklich alles so wie im Märchenwald. Also ich habe jetzt das Video nicht nachbearbeitet, die Farben sind wirklich so. Das ist ein richtig sattes Grün und wie das hier riecht und all diese Wanderwege. Einfach herrlich, ne? Also es gibt immer wieder Orte bei uns in der Nähe, da die ich noch nicht entdeckt habe, weil es halt so viele Seen gibt, ne? Ja, ich zeige euch mal den See. Tja, guckt euch das an. So eine Landzunge hier, zu beiden Seiten Wasser. Ja, und wenn du mal eine Pause brauchst am Wochenende, dann fährst du hier raus. Und dann ist gut, ne? Ich meine, hier bist du echt in der Natur, ne? Hier gibt es keinen Bademeister oder Schwimmaufsicht oder ja, wenn du hier nicht zu zweit bist und kennst das Gewässer nicht, dann verreckst du hier einsam. Nee, also ist vielleicht ganz gut zu zweit zu fahren oder immer mal zu sagen, wo man hinfährt. Aber das ist natürlich auch das Schöne, dass man hier nicht von irgendwelchen Bademeistern umzingelt ist, ne? So, dann wechseln wir mal auf die andere Seite. Schlüsselbund gut verstauen. Wenn der hier reinplumpst, dann ist Schluss mit. So, ja herrlich, ne? Ein paar Wölkchen hier. Ist jetzt so 23 Grad hier abends. Später Nachmittag. 17 Uhr oder sowas ist es. Also es ist jetzt schon extrem hell abends noch. Ich weiß gar nicht genau, wann die Sonne untergeht, aber
ja, die langen Tage beginnen und das ist eben auch das Besondere hier in Finnland. Und umso näher du an den Polarkreis kommst, und umso intensiver ist das natürlich, ne? Das sieht ja dramatisch aus hier. Herrlich. Also hier war ich auf jeden Fall nicht zum letzten Mal. Da wird wohl öfter mal ein Wochenendausflug drin sein. Ja, Finnland in 4K, ne? Wenn ich es nicht selber sehen würde, würde ich denken, das ist irgendwie getuned, das Video, bearbeitet oder... Aber ich mache damit gar nichts. Ich nehme das so, wie ich das aufgenommen habe. Und das ist real, ne? Das sieht wirklich so schön aus. Jetzt kommt hier ein bisschen Wind auf. Na, das ist was für gestresste Großstädter. Ja. Und an Juhannus oder auch an Feiertagen überhaupt im Sommer, da sind die Finnen weg, ne? Die hauen aus ihrer Wohnung ab, fahren zu ihrer Holzhütte mit Plumpsklo oder was weiß ich auch immer. Da hinten ist ein Radweg am anderen Ufer. Wir bleiben mal auf dem gekennzeichneten Trail hier erstmal. Also ich würde hier bedenkenlos über Nacht bleiben irgendwo. Vielleicht ein kleines Zelt oder so ein Schrägdach oder so. Ja. Es gibt auch Zecken hier, aber Kanta-Häme ist so das Gebiet, wo die nicht diese fiesen Krankheiten übertragen, also wenigstens überwiegend nicht bekannt. Es gibt ja so eine Karte, eine Übersichtskarte, in welchen Gebieten das so ist. Und in den Gebieten, wo es diese Krankheitserreger öfter auftauchen, da kriegt man auch die Impfung dann vom Staat gesponsert, ne? Ja Leute, ich weiß immer gar nicht, wo ich mit euch lang gehen soll. Das ist alles so schön. Es ist einfach nur schön. Links oder rechts? Dann gehen wir oben lang. So machen wir das. Ganz einfach. So, unser Pfad ist rechts gekennzeichnet mit orange. Oranges Dreieck. Und die sind natürlich als rund, wie sagt man das, angelegt. Ja. Also man kommt wieder zum Ausgangspunkt zurück, wenn man immer nur dem Pfad folgt. Wäre ja sonst auch doof, wenn du irgendwo anders landest, ne?
Weil ich habe jetzt hier die letzten paar hundert Kilometer keine Bushaltestelle gesehen. Bei Taxifahrern und Rettungsdiensten in Finnland ist es immer üblich, dass du einfach den Standort bei Google Maps durchgibst oder eben auch, oh, guckt euch das an, herrlich. Oder auch die Koordinaten, ne? Die kann man bei Google ja auslesen und teilen. Und das ist ganz üblich hier in Finnland, weil nicht jede Straße hat hier einen Namen, nicht jeder Wald ist bekannt und nicht jeder Weg leicht erreichbar. Deshalb wird das eigentlich so gemacht. Wenn du jetzt 112 anrufst und du bist nicht gerade in einer größeren Stadt, dann fragen die danach, ob du ein Handy mit hast und ob du den Standort teilen kannst oder die Koordinaten durchgeben kannst, wo du dich befindest. Ja. Oh. Leute. Ja, jetzt bin ich hier losgelaufen. Kann mal schnell sein, dass man hier 2-3 Stunden unterwegs ist. Mal sehen. Wir folgen mal stumpf dem Pfad. Ja, da hinten sind neue moderne Möckis, verglaste Luxusmöckis. Oh, ja, auch schön, ne? Das gefällt mir auch. Ja, kleiner Blick auf die Karte. Ja, hier gibt es diese vorbereiteten Feuerstellen. Die sind immer überdacht und das steht auch Holz bereit immer. Genau wie hier. Und das ist auch immer super. Du kannst bedenkenlos in Finnland losziehen und dich da ans Feuer setzen. Und die Finnen grillen auch so, ne? Die nehmen keine Holzkohle mit, sondern die verwenden normales Holz, lassen das schön runterbrennen. Und so läuft das in Finnland. Ja, Tammela Center ist 15 Kilometer von hier. Naja, ich habe ja zum Glück Urlaub. Denn mal los. Ja, Leute, das nennt sich Outdoor Resort. Da gibt es auch einen Sportplatz und alles Mögliche. Die Rezeption ist da. Sind also nicht normale Wohnungen, natürlich nicht. Ja. Hier kann man sich einmieten. Und überall, wo ich war, hat die Saison noch nicht so richtig angefangen. Finde ich persönlich die schönste Zeit. Weil überall, wo man hinkommt, hat man seine Ruhe. Es ist nirgendwo voll. Und ja, was haben sie denn hier für uns vorbereitet? Aha! Was ist reserviert für heute Abend? Da werden wohl ein paar Leute Spaß haben.
Ja. Da sind wohl irgendwelche Leute auf Safari. Auf Finnland Safari. Ja, so sieht das aus, ne? Ja. Ja, also verglastes Möcki, ne? Und mitten im Grün. Das ist ja, als wenn du im Wald schläfst. Sieht sehr modern und steril aus, aber ich muss sagen, mir gefällt das. Klimaanlage kann ich auch sehen von hier. Ja. Vom klimatisierten Möcki rein in die Laufwege. Und alles da für die vorbereitete Safari. Für den Rundkurs heute Abend. Na gut, also ja, wenn man selbst nicht weiß, wohin oder was los ist, dann kann man wohl sowas buchen. Ne? Ist das ganz gut, ne? Ja. So, jetzt befinden wir uns fast am Ende des Trails. Ich habe hier noch 1,3 Kilometer auf der Uhr, 15 Minuten. Und zwischendurch war das doch mal ein bisschen haarig. Erfahrungsgemäß in Finnland habe ich meinen Parkplatz bei Google Maps markiert. Das mache ich immer. Falls mal, also wenn ich in den Wald laufe, in irgendwelche Feldwege rein. Weil wenn du mal nicht zurückfindest, kannst du Google Maps starten und weißt wenigstens, wo du geparkt hast. Ne? Oder kannst dann nach Weg fragen oder keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall immer hilfreich, aber so jetzt hier ist das natürlich auch ausgeschildert. Ne? Naturcenter 1,3 Kilometer und Google Maps sagt es auch. Ja, dann weiter den orangen Dreiecken nach. Noch 15 Minuten. So, jetzt sind wir fast am Ende des Trails. Von hier sieht man die Brücke, wo wir vorhin rüber gegangen sind, auf der anderen Seite des Sees. Ja, ein schöner Trail, 15 Kilometer, kann ich nur empfehlen.